Hallo und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Zeit auf der Matte heute. Mein Name ist Swantje, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und bei mir ist gerade im Außen viel los. Ich merke dann immer, dass es mir super gut tut und richtig nährend für mich ist, auf der Matte dann nicht auch noch in eine ganz aktive Praxis zu gehen, sondern in etwas Ruhigeres, in eine Yin-Yoga-Praxis. Und im Yin-Yoga bleiben wir so 3 bis 6 Minuten in den Haltungen. Es geht nicht darum, eine bestimmte Form zu erreichen, sondern du lässt deinen Körper, deine Arme und Beine und Füße und Hände dorthin fallen, wo sie hinfallen möchten. Und es geht immer darum, deinen Edge zu finden, also den Punkt, wo du merkst, da kommst du an deine Grenze, aber du gehst nicht darüber. Aber du weitest deine Grenzen so ein bisschen aus durch die Praxis. Genau. Dann lass uns hier auch gleich starten. Vielleicht rollst du die Schulter nochmal zu den Ohren hoch, findest deinen bequemen, aufrechten Sitz, ruckelst dich nochmal zurecht. Und was ich vergessen habe zu sagen, hab gern 2 Blöcke oder große Bücher in der Nähe und auch eine Decke, die du nachher zusammenrollen kannst. Es kann auch ein Bolster sein, dann ist es ein bisschen höher, aber eine Decke ist vielleicht ganz gut. Gut. Finde deinen bequemen, aufrechten Sitz. Erde dich gut über deine Sitzbeinhöcker. Lass deine Wirbelsäule sich in die Länge schieben. Noch ein bisschen wachsen, werd noch ein bisschen größer. Und dann können deine Augen sich schließen oder dein Blick weich vor dir auf die Erde fallen. Und dann lass uns hier beginnen mit 3 tiefen gemeinsamen Atemzügen. Atme tief ein durch deine Nase, füll Bauch, füll Brustkorb mit neuer Luft. Halte kurz. Atme lösend aus über deinen geöffneten Mund, gern mit Seufzen. Tief ein durch deine Nase. Lösend aus. Noch einmal tief ein. Atme noch ein bisschen mehr Luft ein. Und noch ein bisschen mehr. Und dann halt hier am höchsten Punkt deines Einatems, in dieser Weite, in dieser Ausdehnung. Lass deinen Bauch nochmal ganz weich nach vorne. Sich entspannen, dein Beckenboden lösen, Schultern entspannt, Kiefer und Stirn weich. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Nun lass deinen Atem seinen ganz natürlichen Rhythmus finden. Sanft ein und aus durch deine Nase. Komm mit deiner Aufmerksamkeit, deinem Fokus einmal bei dir an in diesem Moment und nimm wahr, wie du jetzt gerade hier bist. Mit all dem, was da ist. Mit all dem, was sich zeigen mag, was gesehen werden möchte. Mit all deinen Anteilen. Atme nochmal tief, tief ein. Ganz lösend aus. Und dann roll von hier einmal über deine Knie nach vorne. Kannst du einen Schluck zu trinken nehmen wie ich? Okay. Und dann bring dir gerne etwas Weiches unter deine Knie, so dass es ein bisschen angenehmer ist. Komm mit deinem Po auf deine Fersen, wander mit den Händen nach vorne und dann schieb einmal deinen rechten Arm unter deiner linken Achselhöhle durch. Komm auf die rechte Schläfe, der linke Arm bleibt nach vorne ausgestreckt. Und du kommst hier in ein gedrehtes Kind. Schau, dass das angenehm ist, finde deine Position und dann bleiben wir hier für etwa 3 Minuten. Beim Yin-Yoga ist es immer so, dass wenn wir einmal in der Haltung drin sind, da kann noch so ein bisschen minimale Bewegung sein, aber versuch wirklich die Schwerkraft für dich arbeiten zu lassen. Und wenn du angekommen bist, dann dort zu bleiben, ohne noch ganz viel hin und her zu shiften und immer wieder zu verändern. Ich gebe uns heute auch wieder ganz viel Ruhe hier in diesen lange gehaltenen Asanas, sodass du wirklich bei dir landen kannst, in der Wahrnehmung, in den Empfindungen, bei deinem Atem. Und wenn du merkst, deine Gedanken fangen an, Kreise zu drehen und da ist ganz viel los, dann beginn wieder deinen Atem mit deiner Aufmerksamkeit zu begleiten.
Und komm zurück zu all den Wahrnehmungen, all den Empfindungen, die wirklich jetzt gerade hier sind. Und jederzeit können da tiefere Ausatemzüge sein, wenn das für dich gerade stimmig ist. Lass deinen Atem tief bis in dein Becken, bis in deinen Bauch einströmen. Und dich vollständig verlassen mit dem Ausatmen. Noch 3 tiefe Atemzüge hier in dieser Drehung, in diesem Kind. Und dann bring mit deinem nächsten Ausatmen deine obere Hand wieder vor dein Gesicht, stell sie auf, presse in die Hand und mit dem Einatmen ziehst du dich hier wieder raus. Streckst beide Arme nach vorne aus und fädelst dann den linken Arm unter deiner rechten Achselhöhle durch, bringst die linke Schulter auf die Erde, die linke Schläfe, landest in dieser gedrehten Kindshaltung auf der anderen Seite. Auch hier 3 Minuten in Stille bei dir. Lass deinen Po nochmal wieder schwer auf deine Fersen zurücksinken, wenn da Raum entstanden ist. Tiefe Atemzüge. Noch 3 tiefe Atemzüge hier. Dorthin, wo du Enge spürst, wo die Dehnung am stärksten zu spüren ist. So als würdest du mit jedem Einatmen dort noch mehr Raum schaffen, mit dem Ausatmen ein bisschen was von dieser Spannung dort gehen lassen. Letztes Mal tief ein. Lösend aus. Und dann bring deine obere Hand wieder vor dein Gesicht.
Verkleb sie schön in die Erde und einatmen, zieh dich hier wieder raus. Bleib mit deinem Po noch auf deinen Fersen. Wander mit deinen Händen einmal nach vorne, leg die Stirn Richtung Erde ab oder auch auf einen Block. Haltung des Kindes und dann bring hier einmal deine Handflächen zueinander ins Anjali Mudra. Bring diese zusammengebrachten Hände, die Daumen in deinen Nacken. Wander mit den Ellenbogen gerne noch ein Stückchen weiter nach vorne. Spür die Dehnung in der Rückseite deiner Oberarme im Trizeps. Diese Öffnung auch im Herzraum, im Brustbereich, im Schulterbereich. Für noch ein paar Atemzüge hier. Tief in deinen Bauch hinein. Vollständig aus. Drei tiefe Atemzüge auch hier noch. Letztes Mal tief ein. Lösend aus. Lass mit dem Einatmen deine Ellenbogen sich wieder strecken. Handflächen kommen in die Erde. Und einatmen, du rollst dich nach oben hoch in einen Vierfüßlerstand. Lässt die Knie gern so wie sie sind, überkreuzt die Unterschenkel. Setz dich von hier zurück auf deinen Po. Gut. Und dann bring hier einmal deine Fußsohlen zueinander. Trink noch einen Schluck, wenn du möchtest. Nimm wahr, wie das aufrechte Sitzen sich anfühlt, nachdem du vorher jetzt auf der Erde warst, in einer Vorwärtsbeuge. Und nachdem wir mehr im oberen Bereich waren, in den Schultern, im Herzraum, in den Armlinien, gehen wir jetzt hier in die Hüften, ins Becken und das kann intensiv sein. Nimm dir gerne deine Blöcke oder deine Bücher und schau, wie nah du deine Fersen am Schritt haben möchtest. Richte dich hier nochmal auf, werde ganz lang. Und dann bring deine Hände in die Erde und krabbel dich nach vorne. Und egal, wie weit du nach vorne kommst, darum kommt es gar nicht an, guck, dass irgendwo dein Kopf ablegen kann. Vielleicht baust du dir ein Türmchen aus deinen Büchern oder Blöcken. Auf die Höhe, die jetzt stimmig ist, sodass du dich nirgendwo reinziehst, aber dass du hier dich ablegen kannst, dass du hier wieder die Schwerkraft arbeiten lassen kannst für dich. Und deine Fußsohlen können sich nach oben hin öffnen wie so ein Buch. Du kannst dir auch so eine eigene kleine Fußmassage hier geben. Während die Dehnung in die Innenseiten deiner Beine wandert und wir hier wieder in die Stille gehen, in die Ruhe.
Vielleicht merkst du, je länger du verweilst in der Haltung, dass da mehr Raum entsteht, dass die Unterstützung unter deinem Kopf vielleicht niedriger werden kann. Dann kannst du jederzeit anpassen. Noch 3 tiefe Atemzüge hier, dorthin, wo du die meiste Enge, die meiste Anspannung spürst. Und dann bring erstmal deine Handflächen wieder in die Erde. Press in die Hände und ganz langsam, wirklich Millimeter für Millimeter, wander mit deinen Händen wieder näher zu deinen Füßen, zu deinen Beinen. Richte dich ganz langsam wieder auf. Hilf deinen Knien einmal mit deinen Händen zusammen. Stell die Füße gerne kurz auf. Nimm hier wahr. Und dann von hier lässt du die Beine, lässt du die Beine in eine weite Grätsche kommen. Du kannst wieder deine Blöcke da haben, dass du etwas als Unterstützung hast. Und das muss gar nicht so die unglaublich weiteste Grätsche sein, die möglich ist, sondern so, dass du so ein bisschen Dehnung an der Beininnenseite spürst. Du lässt die Füße locker fallen, atmest nochmal ein und dann lässt du dich nach unten kommen. Auf das Kissen, den Block, was auch immer, wo du deinen Kopf ablegen kannst. Und lässt auch hier wieder die Schwerkraft für dich arbeiten. Gibst dein Gewicht ab an die Erde. Schau gerne einmal in deinem Körper, wo vielleicht noch ein Muskel gerade festhält. Dann atme dort ganz bewusst nochmal hin und lass mit dem Ausatmen die Anspannung dort so gut es geht gehen. Vielleicht ist das der kleine Zeh oder der Daumen, der Kiefer, die Stirn. Schau mal, was es bei dir ist.
Nimm dir hier noch 3 tiefe Atemzüge in dieser Libelle. Und dann auch hier, bring erstmal deine Handflächen in die Erde, bring Kraft in deine Hände, press dich aus der Erde ganz sanft raus und ganz, ganz langsam wander deine Hände wieder zu deinen Beinen, zum Schritt zurück. Richte dich auf, verweil hier für einen Moment in der neutralen Position. Nimm wahr, was du spüren kannst. Und dann greif einmal unter deine Kniekehlen, sammel dir deine Beine wieder ein. Und nimm dir einmal deine Decke. Und ich habe jetzt eine sehr dünne Decke, vielleicht ist deine ein bisschen dicker. Beginn dir mal so eine Rolle daraus zu rollen, so eine kleine Wurst. Meine ist eigentlich ein bisschen schmal. So. Ein bisschen breiter nehmen. Im besten Fall ist deine Rolle ein bisschen größer. Du kannst auch ein Bolster nehmen oder ein größeres Kissen. Und du legst jetzt einmal hinter dich und du möchtest gleich diese Rolle hier dort haben, wo unten deine Schulterblätter enden, dort, wo der BH-Riemen wäre, wenn du einen anhast oder wenn du einen trägst. Und dann roll dich hier ab, komm erstmal auf die Ellenbogen, positionier deine Rolle so, dass es passt. Und dann möchtest du, dass deine Schulterblätter auf der Erde landen, dass du die Arme nach rechts und links ausbreitest. Bei mir ist auf der einen Seite die Wand im Weg. Dann streckst du deine Beine aus und lässt hier dein Herz sich nochmal so ein bisschen heben. Du kannst die Ellenbogen auch anwinkeln, hier in so Kaktusarme kommen. Und die Rolle ist wirklich auf der Höhe ungefähr von deinen mittleren Rippen, unterhalb der Schulterblätter, sodass die Schulterblätter darüber ragen und zur Erde fallen können. Und dann gibt es hier gar nichts weiter zu tun, außer dass du dich hier wieder sinken lässt, schwerer werden lässt. Vielleicht sind deine Augen geöffnet, vielleicht sind sie auch geschlossen und du landest hier wieder mehr und mehr bei deiner Empfindung, bei deinem Atem, bei all den Wahrnehmungen, die da sind, in der Stille mit dir. Nimm dir hier noch 3 ganz tiefe Atemzüge. Tief ein in deinen Bauch, in deinen Brustkorb, in deinen Herzraum. Lösend aus.
Dann roll dich hier zu einer Seite von deiner Decke runter, bring sie zur Seite und lass dich nochmal ganz in Rückenlage kommen, in ein kurzes Shavasana, in ein Ausruhen. Lass deine Hände und Füße dorthin fallen, wo sie ganz natürlich hinfallen. Gib die Kontrolle über deinen Atem ab. Lass dein Blick weich werden oder deine Augen sich sanft schließen. Und dann hier noch so etwa 2 Minuten in Stille mit dir im Wirken lassen der Effekte der Praxis auf dein gesamtes Sein. Bis da in ein paar Momenten der Klang der Klangschale sein wird, der dich wieder auftauchen lässt. Nicht wundern, ich setze mich schon mal wieder auf, aber du kannst bleiben in diesem Ausruhen. Da ist der Klang der Klangschale, der dich sanft wieder auftauchen lässt. Wenn du noch Zeit hast, bleib super gerne noch länger liegen. Wenn du hier deine Praxis mit mir beenden möchtest, dann tauch langsam wieder auf in deiner Geschwindigkeit, auf deine Art und Weise. Da können tiefere Atemzüge sein, kleine Bewegungen, vielleicht Berührungen, ein Räkeln, ein Strecken. Und vielleicht auch noch ganz viel Stille, ganz viel Ruhe in deiner äußeren Form. In dem Wissen, dass da als nächste Station, wenn du wieder auftauchen möchtest, ein aufrechter Sitz ist, der dich erwartet. Und du findest deinen Weg dorthin ohne Eile, auf deine Art und Weise. Vielleicht ist da noch eine Zwischenstation über die Seite, ein Zusammenziehen wie ein kleiner Embryo, wie ein Baby auf der Erde, dich selber haltend. Vielleicht hast du auch schon deinen aufrechten Sitz zurückgefunden, Augen noch geschlossen oder schon geöffnet und du orientierst dich im Raum. Und dann lass noch einmal beide Hände auf dein Herz kommen, aufeinander. Nimm dir einen Moment, um wahrzunehmen, um zu spüren, wie du jetzt da bist nach dieser Yin-Yoga-Praxis für Weite in den Hüften und im Herzen. Und alles kann da sein. Es kann sich gut anfühlen, es kann auch sich neutral anfühlen oder sogar unangenehm. Vielleicht ist da auch eine Emotion, die gerade ganz präsent ist, die schön sein kann, aber die vielleicht auch Schwere mit sich bringt oder Traurigkeit oder eine andere Emotion. All das kann sein, all das darf sein. Und dann lass uns hier enden mit einem tiefen Ein- und einem seufzenden Ausatmen. Atme tief ein. Und lösen aus. Wenn du es noch nicht getan hast, blinzel gerne deine Augen wieder auf, orientiere dich bei dir im Raum. Schau nicht als erstes auf den Bildschirm, sondern lass deinen Blick vielleicht aus dem Fenster rausgehen oder auf irgendetwas, das dir Freude macht oder das du hübsch findest in deinem Raum. Dann danke ich dir so sehr fürs gemeinsame Üben.
Lass mir super gerne als Antwort unter dem Video da, wenn das am Freitag hochgeladen wird, wie die Praxis für dich war, was du erfahren hast, was du erlebt hast. Das macht mich immer ganz neugierig und da höre ich immer gerne dein Feedback. Schreib mir das total gerne rein. Genauso Wünsche für weitere Sessions, wo der Fokus da sein soll, was du gerne machen möchtest in deiner eigenen Praxis mit mir auf der Matte. Und wenn du mich live in Person treffen möchtest, auch das findest du unten in der Beschreibung. Alles, alles Liebe für dich. Und ich danke dir, dass du mit mir auf deine Matte gekommen bist. Namaste. Danke, danke, danke.